Schmoizfassel in extra fest. Der Duft ist wunderschön präsent. Wie gesagt, ich liebe den, ich mag den richtig gerne. Also da habt ihr echt ordentlich was. Richtig ordentlich, muss ich sagen, finde ich super cool. Hallo Servus, ich grüße euch auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Einige von euch werden es wissen, für alle Neuen, hallo, schön, dass ihr hergefunden habt. Wir, der Pomade-Shop, gerade hier auf YouTube, wir zeigen euch verschiedenste Haarstyling- und Pflegeprodukte. Wir zeigen euch in manchen Videos ganze Produktlinien. Oft stellen wir euch einzelne Produkte vor. Ihr findet hier auf jeden Fall alles Mögliche, was das Haarstyling mit Pomaden, seien es klassische oder seien es eher moderne, alles was das angeht, da werdet ihr hier auf jeden Fall fündig. Klickt euch doch einfach mal durch. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, vielleicht auch die Glocke. Ich mache jetzt ein Review, wie ich es schon angekündigt habe. Und zwar geht es heute um die Schmoizfassel in extra fest. Ich habe die feste Schmoizfassel schon mal gereviewt, da habe ich ein Review gemacht, das seht ihr jetzt dann hier. Genau, und jetzt kommt eben die extra feste Schmoizfassel kommt dran. Ich halte das Etikett noch ein bisschen näher an die Kamera. Ich hoffe, ihr erkennt es. Genau, also ihr seht den Totenkopf vor den Alpen. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Der Duft ist der gleiche wie bei der mittelfesten und der festen. Leicht würzig, blumig könnte man sagen. Also wir haben drinnen Lavendel, es ist Vanille dabei, es ist ein bisschen Amber und es ist auch ein bisschen Myrrhe dabei. Wahnsinnig toller Duft, immer noch einer meiner absoluten Lieblingsdüfte zurzeit. Ich zeige euch die Pomade jetzt noch mal ein bisschen. Vielleicht erkennen wir so. Ja, genau, richtig. Genau, in der Dose, man sieht tatsächlich schon, dass es sich hier um eine etwas festere handelt, alleine dadurch, dass sie in der Dose schon matter wirkt. Und das ist ja gerade bei den wachsbasierten Pomaden ist das so, je fester sie sind, desto matter sind sie automatisch, da der Wachsanteil einfach höher ist als der Ölanteil. Dann kommen wir mal zum Produkt selber. Also, meine Haare sind an sich fettfrei, ich habe nur heute Morgen ein bisschen ölhaltiges Hair Tonic in die Haare gemacht, weil das bei meinen Haaren zumindest so ist. Feste wachsbasierte Pomaden lassen sich bei mir deutlich leichter einarbeiten, wenn ich ein bisschen ein öliges Hair Tonic hernehme oder ein Haaröl. Das bleibt dann ja auch wieder jedem selber überlassen. Aber an sich sind sie relativ trocken. Wie gesagt, ein leichter Ölfilm ist obendrauf durch das Tonic, sollte aber letztlich das Finish auch nicht wirklich beeinflussen. Jetzt fangen wir mal an. So, ich nehme jetzt ganz bewusst schon mal den Nagelrücken. Ja, und da braucht ihr, klar, es ist eine super feste, wachsbasierte, da braucht ihr ein bisschen Druck. Ich fange jetzt auch bewusst mal mit einer kleineren Menge an, da ich ja wie gesagt komplett fettfrei bin. Und dann ist das relativ umständlich, finde ich, bis auf die Haarwurzeln zu kommen beim Einarbeiten, wenn man gleich einen Riesenhaufen nimmt. So, ich glaube, vielleicht seht ihr es tatsächlich. Das ist eine feste Pomade, das ist eine richtig feste Pomade, da braucht ihr Energie, da müsst ihr wirklich Energie beim Verreiben schon reinstecken. Ein bisschen, so, ja, da werden die Hände auch schon gleich warm, aber das Produkt dann eben auch. Ich habe jetzt noch ganz leichte weiße Rückstände, aber das ist dann am Ende vollkommen egal, die sind dann auch weg. Jetzt fangen wir mal an, hinten, vorne. Wir sagen es immer wieder, es ist super, super wichtig, das Produkt richtig einzuarbeiten. Nicht nur oberflächlich auflegen, von vorne nach hinten, von links nach rechts. Schaut auch, was nämlich oft passiert. Ihr meint, ihr habt es gut eingearbeitet, aber am Ende seht ihr irgendwie, dass die Haare sich zum Mittelscheitel zerfallen, weil ihr hier einfach nicht genug Produkt eingebracht habt. Das heißt, nehmt euch da gerade, wenn ihr fettfrei seid, nehmt euch die Zeit, gegebenenfalls noch einen Föhn zur Hand, aber nehmt euch die Zeit, um das Produkt richtig einzuarbeiten, denn sonst werdet ihr einfach nicht glücklich. Dann macht das Ganze keinen Spaß, wenn ihr denkt, das Produkt ist nicht gut. Dabei liegt es einfach nur daran, dass ihr nicht genug Produkt in den Haaren hattet. So, jetzt nehmen wir noch einen zweiten Finger. Ja, also einarbeiten, jetzt mal ganz ehrlich, das ist einer festen, wachsbasierten Pomade einfach typisch. Deshalb die Empfehlung, kleinere Mengen, sonst könnte es nämlich sehr schnell passieren, dass euch die Haare ein bisschen ausrupft. So, machen wir mal weiter. Ja, und da merkt man jetzt schon, also ich habe wirklich noch nicht viel in den Haaren. Und ihr seht, die stehen jetzt schon ganz gut. Schauen wir hin, dass wir überall wirklich was hinbekommen.
Bei mir wichtig gerade vorne die Haarwurzeln, weil sich da nämlich meine Haare sehr gerne in jegliche Richtung abstellen. Meistens nur nicht in die, die ich möchte. Deshalb da richtig schön durchgehen. Ja, also ich merke, ein gewisser Grundhalt ist da, aber ich merke auch, dass es noch nicht genug Produkt ist, um wirklich meine vielen Haare, vor allem das ist halt das Thema, um die vollständig zu bedecken. Deshalb nehme ich jetzt mal noch einen kleinen Nachschlag. So. Ich denke, das sollte jetzt dann aber langsam auch reichen. So. Ja, überall. Wie gesagt, manchmal dauert es dann halt einfach ein bisschen länger, eben gerade wenn ihr entfettet seid. Da würde ich, aber jetzt mal als Tipp, gerade wenn ihr euch an die festen Pomaden mal ranwagen wollt, wenn ihr wirklich komplett entfettet seid, würde ich nicht gleich mit so einem Brecher an Pomade anfangen. Da würde ich erstmal mit einer Firm zum Beispiel, da nach dem Friseurbesuch einfach erstmal ganz smooth ein bisschen was schon mal reinarbeiten, dass ihr einen gewissen Bildabstand habt, weil sich dann nämlich auch die anderen Produkte deutlich leichter einarbeiten lassen. So, da. Ja, meine ich, ist jetzt schon ganz gut. Genau. Was man gleich merkt, dadurch, dass es eine so feste Pomade ist und der Wachsanteil, sage ich jetzt mal, relativ hoch, ist eine Klebrigkeit nicht direkt gegeben. Ihr seht es vielleicht gleich, die Strähnen, die stehen alle ein bisschen ab und kleben nicht so zusammen, wie es jetzt bei einer etwas, bei so der High Life Heavy zum Beispiel, da babbt dann ja alles zusammen. Das ist jetzt da nicht der Fall. So. Jetzt geht es erstmal ans Durchkämmen, um Pomade nochmal richtig zu verteilen und vor allem, um gerade bei meinen lockigen, wirren Haaren schon mal eine gewisse Grundrichtung vorzugeben. Dafür nehme ich einen stinknormalen Kamm. In dem Fall habe ich jetzt den Herkules, den mag ich tatsächlich ziemlich gerne. Und da ist jetzt das Wichtige, fangt auf jeden Fall mit der gröberen Seite an. Und zwar unbedingt, weil sonst reißt ihr euch wirklich Haare raus. Das sind dann nicht mehr nur die losen Haare, die drinnen hängen, sondern ihr reißt sie wirklich raus. Das heißt, ich nehme die grobe Seite und ich mache den Kamm auch nass. Das ist nämlich auch nochmal so ein Ding, könnt natürlich auch ein Öl nehmen oder so, aber das macht das Ganze halt nochmal einfacher. Macht es wirklich, wirklich smoother, wenn ihr nicht föhnen wollt. Das heißt, Kamm nass und dann tatsächlich auch mehr mit Gefühl, nicht zu sehr reißen, nicht zu sehr rupfen, aber ja, und dann merkt man gleich, nasser Kamm. Und trotzdem, selbst obwohl das so eine krass feste Pomade ist, geht das Ganze relativ geschmeidig, muss ich sagen. Und das ist natürlich richtig cool für so ein Produkt. So, die feine Seite auch schön nass machen. So, ja klar, da merkt man es jetzt natürlich ein bisschen mehr. Es ist ein leichtes Ziepen, aber es ist kein Zupfen, sage ich mal. Das passiert jetzt nicht. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, der Duft ist wunderschön präsent. Wie gesagt, ich liebe den, ich mag den richtig gerne. Kommt jetzt durch, wird auch den ganzen Tag anhalten, nie zu präsent, zu aufdringlich, aber immer schön wahrnehmbar. Mag ich sehr, sehr gerne. So. Hier noch. So. Also ich zeige euch gleich mal wegen Glanz. Da ist nicht wirklich Glanz vorhanden. Selbst der vorhandene, rein natürliche Glanz der Haare geht ein bisschen runter. Es ist natürlich kein Mattprodukt, es ist kein Clay oder ähnliches, aber es ist einfach von Natur aus ein etwas matteres Produkt. Also wirklich Glanz bekommt ihr nicht, da würde ich dann entweder noch einen Glanztopper oben drauf nehmen oder halt vorher vielleicht ein Haaröl oder ähnliches, wenn ihr wirklich Glanz haben wollt. Genau, aber hält auf jeden Fall schon mal sehr gut. Dann drehe ich mich jetzt einmal kurz um, dass ihr seht, wie das mit dem Scheitel ist. Genau, einfach nochmal, zumindest ist es bei meinen Haaren so, der Flug, dem fällt das da deutlich leichter. Aber ich ziehe mir jetzt erstmal hier richtig schön die Linie. Dann sucht ihr euch eine Kammlinie, die eurer Kopfform passt, die das Ganze schön angenehm schick halt. So, dass es euch gefällt, das ist ja die Hauptsache. So, dann die Haare hier runterziehen. Sieht man dann ganz schön. Sehr ordentlicher Scheitel, da muss noch nichts rasiert werden. Dann nehme ich erstmal die etwas gröbere Seite
und ziehe mir die Haare einfach nur mal weg vom Scheitel, dass ich da dann auf der sicheren Seite bin. Dass da dann nicht mehr viel passiert und ich mir den nicht aus Versehen noch zerkämme. Genau. Hier ist dann jetzt auch bei mir ein wichtiger Punkt. Ordentlich arbeiten. Da, wie gesagt, ich habe ein bisschen wirre Haare und Wirbel, dass ich die unteren Haare hier überall, dass die alle mitziehen und nicht später sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, ich stehe jetzt nach oben oder ich mache jetzt einfach, was ich will und nicht, was du willst. Denn da ist es dann manchmal tatsächlich auch so, dass auch die festeste Pomade bei den ölbasierten, dass die auch nichts mehr hilft. So, genau, deshalb erstmal so ein bisschen rüberziehen, um schon mal klar zu definieren, wo ich denn hin will, was genau passieren soll. Jetzt nehme ich, um nach oben zu kommen, ein bisschen Höhe, ein bisschen Volumen kommt auch rein, habe ich zum Glück von Natur aus schon relativ viel, muss ich nicht mehr viel machen. Aber dafür nehme ich jetzt so den Kamm von Hercules. Ist einem Texture Comb sehr ähnlich, allerdings sind die Zinken ein bisschen feiner. Also ein bisschen dünner sind sie einfach und deshalb finde ich ihn von der Funktion her einem Afro-Kamm sehr, sehr ähnlich. Und deshalb nehme ich den so gerne dafür her. Auch hier wieder erstmal schön anfeuchten. So, und dann ziehe ich mir jetzt einfach erstmal so durch die Haare. Ihr seht, die Anfangsstruktur geht natürlich ein bisschen verloren, aber das ist der Plan, damit man eben schön nach oben kommt. Ihr seht, es ist jetzt schon ein bisschen lockerer, ein bisschen Volumen ist schon drinnen. Jetzt drehe ich mich wieder so rum. Ich schiebe mir jetzt die Haare ein bisschen so zur Seite und ziehe schon mal nach oben. Das ist bei meiner Haarlänge jetzt gerade ein bisschen blöd. Die sind noch ein Stückchen zu kurz, aber das funktioniert dann trotzdem, aber nicht ganz so einfach wie normal. So, also ihr seht, Höhe ist gleich gegeben. Da muss man eigentlich jetzt gar nicht mehr viel machen. Das heißt, ich mache jetzt mit dem groben Kamm ein paar Feinheiten. Wenn man da nicht so lockiges Haar hat wie ich, nicht so störrisch, könnte man es auch schon so belassen. Der Flo macht das jetzt in letzter Zeit auch sehr gerne, dass er nur den Texture Comb hernimmt, um ein bisschen grobe Struktur reinzubringen. Mag ich an sich auch, funktioniert aber nicht richtig, weil sich meine Haare dann doch irgendwann wieder in jede Richtung abstellen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder zu meinem normalen Kamm und kümmere mich dann jetzt um die Details. Sprich am Hinterkopf finde ich tatsächlich etwas sehr Wichtiges, weil was einige immer ein bisschen außer Acht lassen, ist der Hinterkopf, die Hinterseite. Deshalb empfehle ich das tatsächlich, vor allem gerade am Anfang, nehmt euch immer mal noch einen zweiten Spiegel oder die Handykamera und schaut euch mal den Kopf von hinten an. Denn so schön eure Frisur auch von vorne ist, hinten zählt ja auch irgendwie. Finde ich zumindest. Deshalb nehmt euch dann nochmal einen Spiegel zur Hand und schaut euch das Ganze von hinten an. Irgendwann kommt das natürlich auch, irgendwann hat man da ein bisschen Übung drin und dann weiß man, wie das Ganze aussieht, aber alles in allem finde ich es nicht verkehrt. Dann machen wir den Scheitel noch ein bisschen. Ich merke, der Kamm ist schon wieder zu trocken. Also wieder anfeuchten. So, und erst hinten nochmal. Genau, dass er alles schön definiert ist. Also ich meine, letztlich sind euch mit dem Produkt keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt ziemlich hoch hinaus. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade gezeigt. Ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Hält den ganzen Tag über und sollte mal irgendwas passieren, dass ihr in den Kopf anhaut oder so. Das ist mein Klassiker. Nachkämmen ist super easy. Richtig, richtig einfach. So, ich bin jetzt im Grunde, bin ich schon relativ zufrieden. Das Ding ist, was mir jetzt auch passiert ist, was vielen öfter mal passiert. Ich zeige jetzt mal kurz hier hinten, meinen Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Hier ist es jetzt alles sehr strähnig. Das ist jetzt in dem Fall passiert, weil das für meine Haare zu viel festes Produkt ist. Da gäbe es jetzt dann die Möglichkeit, ich könnte hinten die Haare noch mal ein bisschen föhnen und mir dann richtig schön mit der Bürste anlegen. Dann hält das erstmal. Andere Alternative, ihr nehmt jetzt ein Hairtonic, ein nicht ölhaltiges Hairtonic, massiert das ein bisschen hinten an die Haare ein. Dadurch wird die Pomade ein bisschen gelöst und dann könnt ihr sie schön ankämmen. Oder ihr versucht es, vielleicht funktioniert es einfach nur mit der Bürste, die Haare dann richtig schön anzulegen. Weil bei mir ist es jetzt dann so, das weiß ich ganz genau und das wird sich auch nicht ändern den Tag über, wenn ich nichts mache. Ich versuche jetzt mir hier die Haare anzulegen und das ist dann auch ganz nett, aber in spätestens einer Viertelstunde
werden die Haare wieder abstehen, weil sie jetzt in dem Moment auch einfach ein bisschen zu kurz sind. Ihr seht es ja hier, ein bisschen strähnig und alles steht ab. Genau, also das ist auch so ein Ding, eben wenn ihr anfangen wollt, festere Pomade zu nutzen, achtet da ein bisschen drauf. Vielleicht kennt ihr auch noch andere Leute oder ihr tauscht euch einfach mal irgendwie aus im Internet oder so, Erfahrungswerte und so, ist es Gold wert. Und vor allem ist es ein Ding, nicht gleich aufgeben, nicht verzweifeln, nicht aufgeben. Manchmal funktioniert es einfach nicht, manchmal muss man ein bisschen was anders machen. Es ging mir nicht anders, gerade mit meinen Haaren, da habe ich auch ein bisschen kämpfen müssen, weil den Flo kenne ich. Und seine Haare toll und super, aber die Sanne hat auch kerzengerade im Grunde. Anders als meine. Und deshalb nicht verzagen, einfach ein bisschen üben, ein bisschen versuchen und dann wird das Ganze auch. Und dann funktioniert das nämlich super. Genau. Also ich kämme dann jetzt da noch ein bisschen vor mich hin, versuche hinten meinen Hinterkopf richtig hinzubekommen, aber da müsst ihr jetzt nicht dabei sein. Vom Halt her habe ich jetzt noch gar nicht so viel zugesagt. Ich würde sie ungefähr einordnen. Irgendwas zwischen der klassischen Womanizer, also der festen, und vielleicht der Fat Cop Extra Strong sogar. Und auch Pompey's Beast kommt ziemlich gut ran in diese Sektion, was da den Halt angeht. Also da habt ihr echt ordentlich was. Richtig ordentlich, muss ich sagen. Finde ich super cool. Jetzt dann gerade für den Sommer, wenn es wieder wärmer wird, da brauchte einfach festere Pomaden. Und gerade da würde ich sagen, ist die Schmolzfassel extra fest eine super Empfehlung. Klasse Tipp. Es ist wieder ein tolles Produkt. Alles, was aus dem Hause Schmolzfassel kommt, ist super. Gefällt mir sehr gut. Großes Lob dafür. Ich sage danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich, wie gesagt, freuen, wenn ihr bei uns bleiben würdet. Besucht uns auch auf Facebook oder auf Instagram und solltet ihr sonst anderweitige Fragen haben, alle unsere Kontaktinfos findet ihr unten in der Infobox. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, Servus und Ciao, euer Max.